So ihr Lieben, welcome back zum zweiten Teil des Videos und wie versprochen gebe ich euch jetzt mal so einen Backstage-Einblick, wie ich einen Prompt aufbaue. Ein Prompt, der reproduzierbar ist, der also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, Zuverlässigkeit immer ähnlich gute Resultate liefert. Und das ist ja wichtig, das wollen wir ja alle, ein Instrument, mit dem ich immer gleich gute Ergebnisse erreichen kann. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, schon gar nicht in der Arbeit mit generativen KIs, weil die eben immer leicht was anderes machen. Und wenn ihr dann auch nicht wisst, wie man so ein Teil promptet, dann könnt ihr es echt vergessen. Respektive ihr könnt es dann schon so machen, wie ihr wollt. Da will euch ja niemand reinreden. Aber ihr werdet natürlich gnadenlos überholt von Leuten, die wissen, wie man eine KI promptet. Die wissen, wie man methodisch an eine Aufgabe herangeht und die in einzelne Arbeitsschritte beispielsweise unterteilt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, der Use Case, den ich euch im ersten Video gezeigt habe, ist für Basel Circular. Die Leute dort wollten ein Tool haben, mit dem sie Informationen, komplexe Informationen, beispielsweise wissenschaftliche Studien und so, schneller prozessieren und die Insights, die Key Takeaways extrahieren können. Und genau das habe ich für sie gebaut, nämlich ein Executive Summary Agent. Und den haben wir uns ja auch schon angeguckt und wir haben gesehen, der ist wirklich wahnsinnig schnell. Faktor 360, das ist mindblowing. Und jetzt zeige ich euch den Prompt. Und so sieht der aus. Hä? Ich arbeite sehr oft, wenn ich an Prompts arbeite, in einem Textdokument. Und wenn ich dann happy bin, dann kopiere ich ihn in das entsprechende Modell rüber. So, und das Erste, was euch wahrscheinlich auffällt, schon nur weil ich es bold gemacht habe, ich zerlege einen Task in diverse Arbeitsschritte. Das heißt, ich weiß, was als Input kommt, ich weiß, was für ein Output das ich möchte und dementsprechend gestalte ich dann die einzelnen Arbeitsschritte. Und das funktioniert nicht nur im Unternehmen gut mit Mitarbeitenden oder Lernenden, die erst noch die Prozesse kennenlernen müssen, sondern eben auch mit einer KI. So, und genau das habe ich gemacht. Insgesamt sind es 8 Arbeitsschritte, die hier ausgeführt werden. So, das ist schon mal mein erster Tipp an euch. Guckt mal, ne, überlegt zuerst, was für ein Output das ihr wollt und dann welcher Input das da ist und was dazwischen geschehen muss in einzelnen Arbeitsschritten, damit das stattfinden kann. Ihr werdet fast immer außerordentlich gute Ergebnisse damit bekommen. So, das ist mein erster Tipp. Nennt sich übrigens Chain of Thought, Gedankenkette, frei übersetzt. Gut, das Zweite, was euch auffällt, vielleicht nicht gerade hier, aber spätestens hier, Data. Data in geschweiften Klammern. Das heißt so viel wie, das ist eine Variable. Ich arbeite mit Variablen, weil ich mit Variablen komplexe Aufgaben ja viel einfacher handhaben kann, weil unter Data ist beispielsweise eine 180 Seiten Studie abgespeichert. Und statt dass ich jetzt immer die ganze Studie rumschiebe, benutze ich einfach die Abkürzung für diese 180 Seiten oder eben die Variablen Data. Und später kommen noch andere Variablen dazu, beispielsweise dann hier bei Schritt 5, analysiere Data kritisch in der Rolle von Role 1 und mach dann in der Länge von Summary Length und mit einem Cognitive Float, das haben wir glaube ich auch gesehen, einen ersten Draft Summary. Und dann später nimm das Draft Summary und guck's nochmal in einer anderen Rolle an. So, und hier ist die Definition der Variablen. Das kann ich nämlich ganz einfach machen. Ich muss dafür nicht programmieren. Ich sage der KI einfach, guck, die Variable Role 1 ist wissenschaftliche Mitarbeitende für Analysen und Informationsaufbereitung. Role 2 ist kritische Professorin und Expertin für Peer Review. Und so definiere ich die Variablen und setze die dann oben im Text ein.
Das heißt, ich kann so relativ komplexe Tasks übersichtlich handhaben. Mein zweiter Tipp, versucht mal mit Variablen zu arbeiten. Und dann mein dritter Tipp, den ich euch geben kann, gehe nochmal hier zu Schritt 5. Schritt 5 ist ja die ganze Sache analysieren. Und der letzte Satz hier, der könnte für euch interessant sein. Frage mich jetzt, ob ich das Summary nochmals 35% verbessern möchte. Und das mache ich immer. Ich lasse irgendetwas generieren in einer bestimmten Rolle. Jetzt hier Schritt 1 bis 4 ist nämlich das Erstellen eines solchen Summaries in der Rolle Role 1 hier von, gehe nochmal runter, wissenschaftliche Mitarbeitende für Analyse und Informationsaufbereitung. Indem ich der KI eine Rolle gebe, aktiviere ich gewisse Wahrscheinlichkeiten, die für mich nützlich sein könnten. Also wenn ich jetzt schreiben würde, Role 1 sei Mickey Mouse und mach in der Rolle von Mickey Mouse irgendetwas, dann könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass ihr irgendwas sehr Seltsames bekommt, weil Mickey Mouse würde ein Executive Summary ganz anders generieren als eine wissenschaftliche Mitarbeitende. Das heißt, indem ich Rollen definiere, steigere ich die Qualität des Ergebnisses, weil die richtigen Wahrscheinlichkeiten aktiviert werden. Ja? Wenn es um wissenschaftliche Studien geht, dann will ich natürlich eine wissenschaftliche Mitarbeitende und eben nicht Mickey Mouse. Also auch das eine super Technik, um die Qualität nochmal signifikant zu verbessern. Rollen geben und jetzt kommt's. Zweite Rolle zuweisen. Lasst mal was in einer plausiblen Rolle kreieren. Jetzt in diesem Falle Schritt 1 bis 5, wissenschaftliche Assistentin, Assistent. Und jetzt wechsle ich die Rolle, Schritt 6, schlüpfe in die Rolle von Role 2 und führe den Task 2 mit dem Ziel aus, ein qualitativ bla 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 verbessert und so weiter und so fort. Und Role 2 ist kritische Professorin und Expertin für Peer Review. Und ich sage jetzt eigentlich der KI nichts anderes als, ey, das, was du gerade in der einen Rolle kreiert hast, guck dir das nochmal ganz kritisch mit der zweiten Rolle an, nämlich die einer kritischen Professorin oder Peer-Review-Expertin. Ja, eine Professorin, die quasi eure Doktorarbeit abnimmt. Und mach mir Verbesserungsvorschläge. Und das ist eine ganz einfache, simple Technik, um die Ergebnisse vom ersten Durchlauf nochmal signifikant zu verbessern. Weil die KI wird immer irgendwas finden, was man noch besser machen könnte. Und sie wird euch Vorschläge machen. Und ihr könnt ja dann immer noch sagen, oh, das nehme ich nicht. Prima, mach's nochmal. Und so kriegt ihr am Schluss Ergebnisse, die wirklich qualitativ genau dort sind, wo sie eigentlich sein müssten. Ich sage nicht, dass sie dann brillant sind oder immer brillant sind. Manchmal habt ihr schon auch brillante Ergebnisse. Aber ihr habt plötzlich, hoppla, eine Qualität am Start, die ihr mit einfachen Pille-Palle-Prompting so nicht erreichen könnt. So, das war ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Wenn ihr interessiert seid, sowas selber zu bauen und ihr ein Changemaker seid, der was bewegen will, der darauf angewiesen ist, Information vielleicht noch eine Spur schneller als die Konkurrenz, die klassische Konkurrenz zu prozessieren, dann schreibt mir, ich gebe euch diesen Prompt gerne weiter und biete auch sonst Unterstützung, wenn ihr Unterstützung braucht.